Ich will heute noch mal was mit dem Netz machen. Also die Farbe inspiriert mich voll, aber auch diese Rauten hier drin. Also diese Form finde ich ganz spannend gerade. Das ist ein anderes Netz. Das andere war ja orange und dies will ich hier auch durchteilen. Also mit 2 Stücken arbeiten, etwas anders als das, was du schon kennst von mir. Ja, gar nicht lange überlegen, einfach machen, den Kleber auf die Leinwand drauf. Und ja, ich nehme den Spachtel, damit kann ich schneller arbeiten und die Masse einfach hier ein bisschen verteilen. Das Netz scheint aus einem anderen Material zu sein. Also es ist viel, viel weicher. Das andere war so, das hat man angefasst und dann fühlte man das schon gleich, diesen Kunststoff in der Faser. Und hier bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Das andere setze ich jetzt hier einfach mal neben und klebe das nochmal fest. Ist ja auch sofort, backt das an dem Kleber. Also man muss schon gucken, wie man das Stück hier so rauf gibt, damit das nicht gleich so verknüllt. Und ich will ja diese Form auf jeden Fall sehen von dem Material. Und die Farbe, die ist nicht toll. Jetzt ist das hier schon mal drauf. Der erste Schritt ist gemacht. Und ja, ich finde die Form schön. Inspiriert mich gerade. Aber ich drehe das mal um, weil irgendwie, ja, das sieht doch aus wie kleine Figuren hier, die hier so rumgehen, als wären hier noch Beine und hier oben so die Arme. Ich will jetzt noch mal was ausprobieren. Ich habe hier nämlich ein Stück Kohle und ja, ich will das sehen. Was sind das hier für Figuren, die ich gerade so entdeckt habe? Und wenn ich jetzt diese Linien weiterziehe, dann entsteht ja irgendwie auch wieder diese Raute. Vielleicht male ich auch noch einen Kopf drauf. Ja, los. Ein paar Kreise. So, hallo. Da seid ihr ja. So, jetzt habe ich sie gesehen, jetzt können sie auch wieder verschwinden. Ich lasse das jetzt mit dem Wasser mal ein bisschen fließen. Zu dem Rot, finde ich, passt schwarz richtig gut. Mal sehen, wie das jetzt hier funktioniert. Denn ja, das soll so mit der Textur so mitfließen. Ja, sieht irre aus, wie so Flügel. Also sieht echt faszinierend aus. Aber ich will hier gerade noch mal die nasse Farbe nutzen, um hier auch noch mal die Linien aufzugreifen. Ja, es war schon echt spannend und das Schwarz ist hier noch ziemlich nass, aber hier ist das schon gut abgetrocknet und auch ganz schön verlaufen wieder. Jetzt hole ich mir noch mal ein bisschen Sonne auf die Leinwand. Einfach rauf. Und ja, den Spachtel bzw. die Pappe, die kann ich hier gut als Spachtel benutzen eben. Und für mich ist es immer wieder ein Spachtel einfach. Damit kann man gut die Farbe verstreichen. Und ja, es ist wie so ein Stimmungswechsel. Jetzt der Farbton öffnet so ein bisschen
Für mich öffnet sich das Bild darüber. Sonne und ein bisschen Erde, das passt. Immer wieder wissen, wie die Farbe über das Netz fließt. Also löst es das Netz, fließt es mit. Was passiert da jetzt? Ja, man kann hier auch schön die Farbe wieder bewegen mit der Pappe. Einfach ein bisschen wischen und gucken. Jetzt ist es aber noch sehr nass. Also ich muss noch einen Moment warten, dann kann ich da noch mal rübergehen. Aber der Farbton passt gut. Kann ich den auch noch mal meinen Spachtel hier anmalen und damit noch mal ein bisschen die Farbe verstreichen. Ja, hier kann man die Figur auch noch mal wieder ein bisschen rausholen. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ja, hier sind überall tolle kleine Muster drin. Auch von dieser Wurzel, die Linien, die tauchen hier immer wieder auf. Und auch die Laufspuren hier sind schön. Kann ich noch ein bisschen mischen, weil das Schwarz ist immer noch nass. Ja, und hier kann ich jetzt, darauf warte ich schon die ganze Zeit. Ich bin auch etwas aufgeregt natürlich, weil das macht ja was. Also ich habe jetzt hier ein Knallerot. Wow, oder? Das ist doch fantastisch. Ja, das ist auch immer aufregend natürlich. Also ich gucke mir jetzt hier an, wie die Farbe so weiterläuft und ich wünschte mir eigentlich, die würde dann noch weiter sich bewegen und deswegen nehme ich mir hier einfach nochmal ein bisschen Pappe ab und versuche die so ein bisschen weiter zu ziehen. Ich auch Zeit lassen, weil es die ganze Zeit schon, finde ich. Also ich kann sehr langsam arbeiten und gucke jetzt nochmal, ob die Farbe hier über das Netz sich noch bewegt. Oh ja, hier läuft es natürlich auch, weil es überall noch nass ist. Die Sonne blendet jetzt richtig hier. Das ist ja auch schön. Sehen die Farben auch immer noch mal anders aus. Mit Schwarz vermischen. Ja, und hier unten sind die Laufspuren jetzt rüber, aber ja, macht ja nichts. Ich habe es hochkant gestellt, dann ist es weitergelaufen.
Aber es war ja sowieso so ein Bild, was sehr unkontrolliert entstanden ist, also durch die Werkzeuge. Und hier siehst du das gerade. Da ist die Farbe dann weitergelaufen überall. Und ja, ist auch noch mal so ein bisschen übers Netz, unters Netz. Und so war es eben nicht so kontrolliert. Und auf jeden Fall Thema fand ich Verwandlung, weil ich immer wieder diese Figuren gesehen habe. Also was auch immer du machen willst, fang einfach an, mach, und du findest sehr, sehr viele Videos hier bei mir im Kanal, die dich bestimmt irgendwie inspirieren. Mach's gut! Ja, am Anfang ist da einfach nur ein Netz, also ein Gegenstand, aber sobald es im Bild auftaucht, verändert sich seine Rolle. Es ist dann nicht mehr nur ein Netz, sondern bringt eine Struktur hinein, eine Form hinein, also auch so, wie ich es angelegt habe, ja, und auch eine Spannung. Und genau da beginnt für mich eine Verwandlung. Also aus diesem Alltäglichen wird ein Teil des Bildes. Und dann ziehen die Wurzeln noch so Linien hinein. Das Netz bringt sein Muster mit und das Rot in der Mitte breitet sich dann noch so aus. Also die hellen und dunklen Töne verändern dann auch nochmal die Stimmung. Und genau deshalb spreche ich hier gerne von Bildsprache, weil diese Elemente im Bild also nicht nur einfach da sind, sondern zusammen auch etwas ausdrücken. Ja, es macht einfach Spaß, auch mit dem Material zu arbeiten, auch mit den Farbtönen zu experimentieren, und wie spannend das ja auch für mich ist, dann dieses Rot darauf zu gießen, und das ist auch aufregend dann auch, finde ich. Also es ist einfach auch ein schöner Prozess. Ja, ich hoffe, du konntest für dich wieder was mitnehmen. Danke dir für dein Like, für dein Abo natürlich. Vielen, vielen Dank. Danke euch für eure wunderbaren, tollen, bereichernden Kommentare. Also egal, von einfach nur Hallo, Hallöchen, ich lese das, freue mich darüber. Die Community freut sich einfach darüber. Ihr zeigt einfach, dass ihr da seid, Interesse habt, und ja, dass wir gemeinsam hier diese Leidenschaft teilen. Also danke dafür. Und Kunst als Sprache, das ist auch Thema meines Buches. Da habe ich auch einiges zu geschrieben, um das nochmal so ein bisschen aufzuschlüsseln. Vielleicht, wenn du Interesse hast, schau da mal unter das Video. Also schön, dass du da bist. Hab einen ganz schönen Sonntag und ja, jetzt nochmal raus oder im Müll kramen oder ja, anfangen zu malen. Wie auch immer. Mach's gut. Tschüss. Danke für dein Sein hier. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.